Ich und mein bester Freund haben eine Schreibchallenge gemacht. Er schreibt zum ersten Mal und folgende Wörter müssen in unserer Geschichte vorkommen: Leben, Ofen, Verdauung, Mond, Elfen, Rassismus, Stadion, schwarzes Loch und Penisverlängerung. Typ der Geschichte: freie Arbeit, One-Shot. FSK-Rating: 12. Genre: Romanze. Der nachtschwarze und wolkenlose Himmel war von tausenden funkelnden Sternen übersät, während der Mond voll und romantisch auf die feiernden Bewohner Rikas schien. Rika war noch eines der wenigen Dörfer ohne Lichtverschmutzung, von dem aus man den klaren Sternhimmel wunderbar betrachten konnte. Das Dorf war umkesselt von riesigen Bergen, in welche die Behausungen der Bürger eingearbeitet wurden, dass sie beinahe mit dem Berg und den Gegebenheiten verschmolzen. Die Hütten waren aus Lehm und Stein gefertigt. Es gab stets nur einen großen Raum, in dem Schlafzimmer und Aufenthaltsraum in einem vereint waren. Zusätzlich zu den eher klein aussehenden Lehmhütten an den Bergwänden standen mittig um den Marktplatz herum in einem Oval mehrere große Hütten, die Gemeinschaftsräume. Einmal im Jahr fanden sich die Bewohner auf dem großen Marktplatz zusammen, um gemeinsam die Sonnenwende zu feiern. So auch Elora und Kali. Elora war eine große, hübsche Elfe mit rabenschwarzen langen Haaren bis zu den Fersen, die sie sich für den heutigen Abend zu einer süßen Flechtfrisur hochgesteckt hatte. Sie hatte waldgrüne Augen, eine blasse Haut, die durch den Kontrast ihrer dunklen Haare beinahe ungesund aussah, und einen großen Vorbau. Im Vergleich zu früher hatte sie sich kaum verändert. Bereits als Kind hatte sie lange Haare, war immer gepflegt und höflich und die beste sowie beliebteste in ihrer Klasse gewesen. Sie half jedem, der Probleme hatte, setzte sich für ihre Freunde ein und war stets der Mittelpunkt in jeder Situation. Ihre beste Freundin Kali, die sie bereits aus Kindheitstagen kannte, hingegen, war als Kind eine richtige graue Maus gewesen, die nie gesprochen hatte und sich stets schüchtern hinter ihr versteckt hatte. Sie hatte sich für ihr Stottern so sehr geschämt, dass sie lieber gar nicht mehr sprach. Ihre Leistungen und Noten waren der normale Durchschnitt und ihre Eltern waren das perfekte Beispiel für eine zerrüttete und kaputte Ehe gewesen. Kali hatte blonde, beinahe weiße, lange Haare, die sie stets auf dieselbe einfache Weise trug. Und zwar als zwei geflochtene Zöpfe, die sie über ihre Schultern legte. Sie hatte tiefe, ozeanblaue Augen, die stets auf den Boden starrten, Haare bis zum Kreuz und eine braungebrannte Haut mit Dutzenden Sommersprossen. Elora sah sich auf den Marktplatz nach ihrer besten Freundin um. Vor 3 Jahren haben sie gemeinsam die Schule absolviert und waren seither getrennte Wege gegangen. Elora war in ihrer Heimat geblieben und hatte sich als Heilerin probiert, um anderen Wesen zu helfen, während Kali ihr Glück in einer Großstadt als Abenteurerin versuchte. Sie haben sich zwar wöchentlich Briefe geschrieben und nie war der Kontakt abgebrochen, doch erst an diesem Abend sollten sie sich endlich wiedersehen und beide wussten bereits im Vorfeld, sie würden sich trotz all der Briefe noch so viel zu erzählen haben. Noch während Elora sich nach ihrer Freundin umsah, wurde sie plötzlich leicht mit dem Finger an der Schulter angetippt. Fragend wandte sie sich mit einem sanften, freundlichen Lächeln auf den Lippen um und betrachtete die junge Frau vor sich. Sofort wich ihr Lächeln und ihr Herz machte einen kleinen Hüpfer. Sie war atemberaubend schön. Eine große Frau stand vor ihr, die noch einen Kopf größer war als sie selbst, und sie war bereits recht groß für eine Elfin. Sie hatte lilafarbene Haare bis knapp über die Schultern, braungebrannte Haut mit kecken Sommersprossen, die so perfekt zu ihr passten, dass man meinen könnte, sie wären aufgemalt, und hatte mehrere Piercings. 2 schwarze Ringe waren an der Außenseite der Unterlippe, an ihren spitzen Ohren waren mehrere Ohrringe und an ihrer Augenbraue war ebenso ein Piercingring. Sie war hauptsächlich in Schwarz gekleidet, sah man von den braunen Stiefeln, die ihr bis kurz vor den Knien reichten, und den Lederarmschienen ab. »Kann ich euch weiterhelfen?« fragte Elona höflich und setzte von neuem ein freundliches Lächeln auf. Die Frau vor ihr verzog spöttisch die Augenbrauen und sah sie lange auffordernd und abwartend an. Elora verstand nicht recht, was die Fremde von ihr wollte, weswegen diese genervt und gleich fassungslos die Augen verdrehte, bevor sie leicht zu grinsen begann. »Lora, ich bin es«, versuchte sie es erneut, und belustigt beobachtete sie den Wandel von irritiert nachdenklich zu verstehend und perplex. »Kali«, vergewisserte sie sich sprachlos, und als diese grinsend nickte, fiel Elora ihr sofort freudig um den Hals, wobei sie auf Zehenspitzen stehen musste. Liebevoll, jedoch genauso enthusiastisch, erwiderte sie die herzliche Umarmung, wobei sie tief einatmete und den Duft der Kleineren einsaugte. Vorsichtig löste sich die Schwarzhaarige und nahm eine von Kalis Haarsträhnen zwischen die Finger. »Was hast du mit deinen Haaren gemacht?« fragte sie und musterte den schönen Lilaton. »Ich habe dafür Waldbeeren benutzt. Es hält leider nicht so lange, wie ich es gerne hätte«, erklärte die junge Frau, bevor sie Elora energisch an der Hand packte und grinsend hinter sich herzog, weiter auf den Marktplatz schleppte.
Mit leicht geöffnetem Mund starrte Elora die Hand an, die sie eisern festhielt und bestimmt mit sich führte. Niemals hätte sie gedacht, dass die kleine, schüchterne Kali einmal so selbstsicher und offen sein würde, dass sie einmal diejenige sein würde, die den Takt vorgab und als Erste ging. Die junge Frau zog die Schwarzhaarige hinter sich her zu einem kleinen Stand, einer von vielen, die zwischen den Häusern aufgebaut wurden. »Lumun, so wie früher?« fragte die Elfin und deutete auf den Zitruspudding, der begossen von dem Nektar der Mondblume neben anderen Süßwaren auslag und unter anderem gegen Verdauungsprobleme und andere Magenbeschwerden half. Der Nektar wurde in einem Ofen geschmolzen und schließlich über den fluffigen Pudding gekippt, der das Gericht warm werden ließ, was in einer kühlen Nacht ein tolles Gericht zum Aufwärmen war. Überrumpelt nickte die Kleinere nur. Noch immer hielt sie ihre Hand fest, und irgendwie konnte Elora nicht aufhören, über diese Tatsache nachzudenken. Stetig starrte sie nach unten auf ihre Hände, eine innere Wärme breitete sich in ihrer Brust aus, und ihr Herz begann seltsam schnell zu schlagen. Als Kali von ihr abließ, um die beiden Schalen Pudding entgegenzunehmen, fühlte sich ihre Hand plötzlich so unsaglich kalt an. »Hier«, riss sie die Frau aus den Gedanken und hielt ihr einen Becher aus Glas entgegen, aus dem etwas Dampf stieg, der einen angenehmen Geruch verbreitete. »Danke«, nuschelte sie beschämt, als sie das Essen entgegennahm. Zusammen setzten sie sich etwas abseits von den feiernden Bewohnern Rikas auf eine verzierte schneeweiße Bank. Während dem Essen redeten sie über ihre Erfahrungen und Erlebnisse innerhalb der 3 Jahre, in denen sie sich nicht sehen konnten. Selbst wenn sie über etwas sprachen, was sie bereits in einem Brief geschrieben hatten, störten sie sich nicht daran und gingen stattdessen weiter ins Detail. Sie redeten über Gott und die Welt, den Monstern, die Kali auf ihrer Reise oder im Stadion besiegen musste, über die verletzten Tiere und Wesen, die Elora heilte, über neue Freunde und Bekannte, über ihre Familien und schließlich über sich selbst und die Probleme, die einen belasteten. »Dein Leben klingt um einiges spannender als meins«, gestand Elora leicht betrübt, weswegen Kali sie grinsend in die Seite stieß. »Quatsch, ich wünschte, ich wäre nur halb so aufopfernd, wie du es bist«, versuchte sie aufzumuntern und legte freundschaftlich einen Arm um ihre Schultern, wie sonst Elora es bei ihr getan hatte. Die plötzliche Nähe kam so überraschend und unerwartet, dass Elora in sich zusammenzuckte und ihr Herz sofort begann, dröhnend laut gegen ihren Brustkorb zu schlagen. Sie lief leicht rot an und sah nur flüchtig zu ihr auf und betrachtete verlegen ihr breites und so frei aussehendes Lächeln. »Du hast dich echt verändert«, kam es ihr unüberlegt über die Lippen, und hellhörig löste sich die Frau wieder und sah sie ruhig an. »Wie meinst du?« fragte sie mit seltsam monoton gehaltener Stimmlage. »Naja, früher warst du so süß. Du hast dich immer hinter mir versteckt, mich zum Reden vorgeschickt und brauchtest Hilfe in der Schule«, erklärte sie ihr den Gedanken, und die Größere nickte langsam. Sie wirkte etwas teilnahmslos, als sie sich ruhig aufrichtete und Elora die Hand hinhielt, um ihr aufzuhelfen. Zögerlich und mit fragenden Zügen ließ sie sich aufhelfen, doch Kalis Stimmung blieb ruhig und nachdenklich, selbst dann noch, als sie gemeinsam in Eloras Haus eintraten. Überall lagen Kissen und Decken verteilt auf dem Boden, an der Wand hing ein kleines Regal mit ein paar wenigen Büchern über Heilkunde, Tonbechern, Tellern, Besteck und Schüsseln, Kräuter hingen von der Decke zum Trocknen, was dem Raum einen aromatischen Geruch verlieh, und neben ihrem Bett stand eine Kommode, während davor ein kleiner, flacher Wohnzimmertisch stand, auf dem eine scheinbar selbstgemachte Tischdecke lag und auf den Kerzen standen. Von der Decke hingen samte Tücher und Stoffe, die das schwarze Loch überdecken sollten, welches durch einen kleinen Feuerunfall entstanden war, hatte sie mit der Elementarmagie experimentiert. Da es bereits mitten in der Nacht war, zündete Elora auch gleich die Kerzen an und verteilte sie etwas im Raum. Unaufgefordert setzte sich die Lilahaarige auf den Boden, auf einige der Kissen und Decken und zog ein Bein an die Brust, um ihren Arm auf diesen abzulegen. Noch immer schwieg sie, was Elora nicht länger ertrug. Sie wunderte sich selbst darüber, dass es sie störte, dass sie so wenig redete. Schließlich hatte sie damals so kennengelernt. Doch diesmal war es anders. »Was bedrückt dich?« kam es mit zusammengezogenen Augenbrauen von der Schwarzhaarigen, und sie setzte sich ihr gegenüber, um dann ihre Hand in ihre zierlichen Hände zu nehmen und gedankenverloren über diese zu streichen. Sie wich ihren Blicken aus und starrte stumm auf ihre Hände. Sie hatte nun alles getan, was sie konnte, um ihre Aufmerksamkeit zu bekommen. Bereits in Kindheitstagen empfand sie mehr als nur Freundschaft für Elora. Sie hatte sich auf den ersten Blick in sie verliebt. Sie waren beide noch Kinder und gingen in verschiedene Klassen. Sie hatten nie etwas miteinander zu tun gehabt, doch dann kam der Tag, an dem Elora erstmals mitbekam, wie Kali ausgegrenzt und belächelt wurde. Die Kinder aus ihrer Klasse machten stets einen großen Bogen um sie und überschritten gar eine Grenze. Sie war sehr still, und wenn sie nervös wurde, begann sie zu stottern, weswegen die anderen Kinder sie komisch fanden und nichts mit ihr zu tun haben wollten. Als 3 Jungs aus Kalis Klasse erneut eine Grenze überschritten und ihr grob an den langen Haaren zogen, sie schubsten und ihr das Pausenbrot wegnahmen, setzte Elora sich tapfer für sie ein.
Sie stellte sich mit geöffneten Armen schützend vor die kleinere, sah die Jungen warnend und giftig an und sprach: »Rassismus ist uncool, lasst sie oder ich hol einen Lehrer!« Sofort waren die Jungen eingeschüchtert und beleidigt gingen sie. Die Schwarzhaarige hatte ihr die Hand hingehalten, ihr aufgeholfen und den Staub von den dreckigen Klamotten geklopft. Carly hatte nur mit offenem Mund starren können, als sich das Mädchen auch schon wieder umdrehte, da es gerufen wurde. Von dem Tag an kam Elora in jeder Pause nach ihr sehen und tatsächlich ließen die anderen Kinder sie nun in Ruhe. Es brauchte 3 Monate, bis Carly sich traute, vor dem Mädchen, das sie liebte, zu sprechen. Geduldig hatte Elora mit ihr geredet und mit ihr gespielt. Sie wurden binnen weniger Wochen die besten Freundinnen und sollten später zusammen auf die weiterführende Schule gehen und gemeinsam in derselben Klasse sein und nebeneinander sitzen. Elora wurde immer beliebter und schöner, was es umso schwieriger für Carly machte, ihr ihre Gefühle zu gestehen. Schließlich entschied sie sich dafür, sie zu vergessen und flüchtete nach Lelun, um dort Abenteurerin zu werden. Sie hatte ihr komplettes Leben umgestellt, hatte sich die Haare abgeschnitten, sich mit Nadeln durchlöchern lassen, um Schmuck zu tragen, begann mit anderen Menschen zu reden und baute sich ihr neues Leben auf. Doch dann kam der Brief. Liebe Carly, dieses Jahr findet wieder das Sonnenwendefest statt. Und ich würde mich unglaublich glücklich schätzen, dich endlich wiederzusehen. Es sind nun schon beinahe 3 Jahre und ich vermisse dich so schrecklich. Wenn du kommst, bekommst du auch einen Kuss. Mit freundlichen Grüßen, Elora. Und durch diesen Brief keimte erneut Hoffnung in ihr auf. Sie war nun ein komplett anderer Mensch und sie hatte eindeutig mit ihr in dem Brief geflirtet. Oder? Sie musste es zumindest einmal versucht haben. Sie hatte nicht mehr auf ihren Brief geantwortet und war sich eigentlich sicher, dass Elora nicht aufkreuzen und tatsächlich nach ihr suchen würde, wenn sie ja nicht mal zugesagt hatte. Und doch stand sie dort und hielt die Augen nach ihr offen. Nun saß sie ihr gegenüber und sie fragte sie, was los sei. Wie könnte sie ihr das sagen? Wenn es einmal gesagt war, war es wie eine Penisverlängerung, nicht mehr rückgängig zu machen. Doch was hatte sie schon noch zu verlieren? Würde sie abweisen, würde Carly einfach wieder in ihr neues Leben flüchten. Sie sah unsicher auf, ihre Augen trafen direkt aufeinander und ein magischer Moment entstand. Eine seltsame Anziehung und ein Kribbeln lag in der Luft, während sie sich wie Magnete wie von alleine immer näher kamen. Beide Augenpaare huschten suchend über das Gesicht des anderen, doch keiner von beiden fand etwas, was gegen einen Kuss sprechen würde, und somit trafen ihre Lippen sanft aufeinander und die Augen schlossen sich.